Wir sind jetzt hier am Gleis 6 des Wiener Hauptbahnhofs. Wir fahren mit dem Zug nach Hamburg-Altona und wir schauen uns jetzt gerade die Wagenreihung an, weil wir sollen ja die Wagenreihung beachten. Oha, Robin. Aktueller Stand ist, der Zug kam pünktlich. Und in 7 Minuten ist hoffentlich Abfahrt. Wir haben es uns jetzt hier bequem gemacht. Und jetzt kann die Fahrt hoffentlich losgehen. Kurzer Zwischenbericht. Wir sind jetzt kurz vor St. Pölten, kurz vor St. Pöltener Hauptbahnhof, wurden kontrolliert. Das mit den Tickets funktioniert auch. Aber wir müssen wegen der EM jetzt ab Deutschland mit Sitzplatzreservierung fahren. Die haben wir noch schnell kaufen müssen. Manuell, aber automatische ISO. Das ist das Beste. Und dann mit Belichtungskorrektur arbeiten. Das stimmt einfach alles nicht. ISO manuell ist das Beste. Ich bin ein manueller Typ, aber er nicht. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Jetzt wechselt gerade noch das Personal vom Speisewagen und der Speisewagen wird nochmal beladen. Deswegen stehen wir noch. Ich hoffe aber nicht mal allzu lange. Verspätung ist aktuell so vielleicht 7-8 Minuten. Aber es geht noch. Wir kommen jetzt gleich in Hamburg am Hauptbahnhof an. Wir sind pünktlich. Wir haben die ganze Verspätung wieder reingeholt. Und dann steigen wir in den Eurocity nach Kopenhagen. Wir sitzen jetzt im neuen Zug Richtung Kopenhagen, haben allerdings eine Verspätung von mindestens 10 Minuten jetzt. Es schüttet draußen. Wir haben den Bahnhof Schleswig mit einer Verspätung von 7 Minuten verlassen, werden Padborg dann voraussichtlich um 18:59 Uhr erreichen. Wir sind in Kopenhagen und das ist der letzte Aufzug. Wir haben uns von unserem Zug noch getrennt. Und wir haben noch viel Zeit. 9 Minuten noch. Huiuiui. Nach Hässleholm. Station A8. Ja, genau. Ja, wir wollen da raus.
Ja, mit dem Nachtzug gab es jetzt technische Probleme. Deswegen sind wir hier jetzt in Flemensburg, glaube ich heißt es. Und wir warten jetzt noch eine Minute auf den nächsten Zug nach Stockholm. Und dann geht's dort mit U-Bahn und Bus zur Fähre direkt. Bisschen knapp. Oder zumindest knapper als gedacht, aber kein Problem. Wir wollen ja zum Viking Line Terminal. Ich habe jetzt einen Ticketmenschen gefragt nach Tickets und wie wir da hinkommen. Beziehungsweise er hat gesagt, dass unsere Google Maps Route nicht funktioniert. Und jetzt fahren wir mit einem Bus. Wir haben jetzt hier Plätze bezogen, seit 2 Stunden oder so, weil am Deck ist es einfach viel zu kalt. Und Hier haben wir Steckdosen, das ist wichtig. richtig, unsere Handys waren komplett leer. Und ein Kameraakku kann auch aufladen währenddessen jetzt. Es wurden schon ein paar Tiere gefilmt und fotografiert. Auch Weißwangengänse schon, meine ersten. Das war sehr schön. Ja, ansonsten kommen wir heute hoffentlich um 19.50 Uhr in Turku an. Der Rand war ein bisschen trocken, tatsächlich. Da kam die Vanillesoße noch nicht ganz so durch. Aber dafür in der Mitte Vanille Overload. Viking Public hat schon wieder keinen Internetzugriff. In ein paar Minuten geht's runter vom Schiff und dann hoffentlich um 20.20 Uhr nach Tampere. Wir sind jetzt hier in Rovaniemi angekommen. Wir haben jetzt das Auto. Ist alles problemlos gelaufen. Wir sind jetzt an der finnischen Grenze, finnisch-norwegische Grenze. Es ist unfassbar verregnet aktuell, das ist echt kacke. Aber dafür die erste coole Begegnung. Dort oben am Strommasten saß eine Sperbeeule. Da vorne irgendwo ist gerade einfach ein Wal aufgetaucht. Wir fahren hier gerade immer noch auf dem Weg nach Vardø entlang. Und da ist der einfach, der taucht gerade 3-4 Mal hintereinander ist er schon aufgetaucht und spuckt seine Fontänen. Das ist so großartig. Wir haben es endlich geschafft, nach, ich glaube, über 12 Stunden oder so mit den ganzen Pausen. Wir sind jetzt in Vardø. Da hinten ist unser Hotel. Sieht genauso scheiße aus wie auf Google. Naja. Mal schauen, wie gut es ist. Boah. Ist gar nicht mal so bad eigentlich. Ist eigentlich voll okay. Wir hätten sogar mehrere Tische. Und wir haben Blick direkt aufs Wasser.
Wir haben übrigens schon den nächsten Tag, also die erste Nacht ist hinter uns. Das Apartment ist wirklich besser als erwartet. Der Plan für heute ist, wir fahren nach Vestre Jakobselv, schauen, ob wir da nochmal Sperbereulen sehen. Und je nachdem, wie viel Zeit wir danach noch haben, fahren wir auch nochmal vielleicht bei Nesseby vorbei oder bei anderen Lokalitäten dort in der Nähe, weil wir von Vardø natürlich ca. 70 Kilometer dahin fahren. Wir sind jetzt hier im Hafen von Vardø. Hinter uns ist ein super schöner Buckelwal, den haben wir gestern sogar live gesehen. Ja, es ist arschkalt, aber wir schauen jetzt mal, was im Hafen alles zu finden ist. Ja, also jetzt sind wir mit unserer kleinen Vardø-Runde durch, mal fürs Erste. Wir gehen jetzt nochmal ins Quartier, holen nochmal alles für Vestre Jakobselv dann und dann fahren wir gleich los, holen uns davor noch was zu essen und dann schauen mal, ob südlich ein bisschen schöneres Wetter ist. Wir waren jetzt hier gerade am Domen essen für unsere etwas längere Vestre Jakobselv und wahrscheinlich auch Nesseby-Tour. Wir sind jetzt in Nesseby. Wir waren vorher noch kurz in Vestre Jakobselv bei den Sperbereulen-Nistkästen. Da war jetzt nichts los, wir waren jetzt aber auch nicht so lange dort. Ja, hier in Nesseby ist jetzt gerade richtig schön. Also wir sehen jetzt zum ersten Mal so richtig die Sonne. Es sind unfassbar viele Vogelschnepfen da, Alpenstrandläufer und Sandregenpfeifer. Dort hinten schwimmt auch eine Eiderentenfamilie. Also es ist richtig gut. Ich bin begeistert. Wir waren auf jeden Fall jetzt auf Nesseby. Da ging es ziemlich ab. Wir hatten wunderschöne Sonne, es war ziemlich warm sogar. Wir hatten jetzt am Ende dann noch Kampfläufer, auch im Prachtkleid. Und jetzt haben wir uns gedacht, schauen wir doch nochmal in Eckerö vorbei. Ja, wir wollten eigentlich noch eine Inselrunde drehen eigentlich, aber es ist ziemlich kalt. Aber jetzt gerade, während wir aufnehmen, kommt da vorne ganz schön die Mitternachtssonne raus. Ja, das schaut wirklich cool aus jetzt. Ja, wir bleiben auf jeden Fall nicht lange. Die Vogelgrippe ist ja auch überall am Wüten. Ja. Wird auch überall darauf hingewiesen. Deswegen bleiben wir hier vom Vogelfels ein bisschen fern. Aber es sind auf jeden Fall noch ein paar Möwen da.
man sieht's. Ja, die nächsten Tage kommen wir einfach nochmal her. Ja, es ist kalt. Es ist wirklich kalt. Oha, da ist einfach ein Vogel. Der nächste Tag ist angebrochen. Es ist schon 13 Uhr. Es ist erst der zweite Tag, den wir jetzt hier sind. Das Wetter ist noch schlimmer als wie gestern. Es regnet zwar nicht, es soll auch nicht regnen heute, aber es ist immer noch unfassbar bewölkt, unfassbar kalt und der Wind weht hier wirklich mit 60 km/h oder so. Robin ist krank. Und das kommt noch dazu. Heute wird wohl nicht so viel unternommen, wie geplant eigentlich. Ja, ich sortiere jetzt dann meine 3000 Fotos aus von gestern. Und dann ist hoffentlich morgen aber trotzdem alles wieder fit für unsere Horneuer Tour. Weil morgen haben wir eigentlich schon den Leuchtturm reserviert für die eine Übernachtung in Horneuer von Sonntag auf Montag. Das funktioniert hoffentlich morgen dann. Wenn nicht, müssen wir das einfach verschieben. Das Wetter spielt hier gerade nicht ganz so mit. Ja, kann man nichts machen. Es ist jetzt irgendwie schon 5 Uhr am Nachmittag. Ich habe jetzt die ganzen Fotos aussortiert. Da sind auf jeden Fall gestern ein paar coole entstanden. Da bin ich ganz froh. Robin meinte, es geht ihm auf jeden Fall schon besser als am Vormittag, aber immer noch nicht ganz 100%. Gut, ihr seht's, ich verlasse zum ersten Mal für den heutigen Tag das Haus, um einkaufen zu gehen. Ja, jetzt war ich gerade beim Wade Hotel nochmal und habe den Leuchtturmtermin auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschoben, weil angeblich soll es morgen Nachmittag wieder ganz schön sein. Da soll zumindest die Sonne ein bisschen rauskommen und das hält dann hoffentlich laut Wetterbericht die nächsten Tage auch an, weil so wie es aktuell aussieht, ist es wirklich eher trist. Es ist jetzt Montag, der 24.06. Robin ist immer noch krank. Robin ist krank seit Samstag, also jetzt den 3. Tag. Morgen wäre eigentlich Horneuer angesagt wieder. Das haben wir schon verschoben von Samstag auf Montag, jetzt auf Dienstag, Mittwoch. Das wird sich jetzt aber auch nicht ausgehen, weil Robin morgen wahrscheinlich auch nicht gesund sein wird. Deswegen mache ich jetzt heute eine kleine Wade-Tour alleine wieder. Eine kleine Tour in den Hafen und dann noch zum Leviathan. Den wollten Robin und ich ja unbedingt fotografieren und filmen. Jetzt schaue ich mir den halt mal alleine an. Gestern habe ich auch eine kleine Tour alleine gemacht, und zwar in Eckerö und Vatsoja. In Vatsoja bei den
Odinshühnchen vor allem und auf Eckerö halt im Fjell. Auf Eckerö war aber gar nicht so viel los wie erwartet. Auf Varzeuer, die Odinshühnchen waren auf jeden Fall wieder in Scharen da, so wie letztes Mal. Das ist immer wirklich, wirklich cool, die so nah beobachten zu können.